Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir eine ganz klassische Naturnagelverstärkung mit Fiberglasgel, erkläre dir, was eine Naturnagelverstärkung überhaupt ist und wie du am besten vorgehen kannst. Wenn dich das also interessiert, bleib einmal dran, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt, und falls du noch nicht hast, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Fragen ab unten rein und los geht's jetzt. Ich habe die Nägel jetzt hier schon mal komplett vorbereitet, das heißt die Nagelhaut entfernt, die Form leicht vorgefeilt und den Naturnagel anmattiert. Wenn dich dazu ein Video interessiert, verlinke ich dir hier oben rechts einmal eins. Und falls du noch nicht weißt, wie das Ganze funktioniert mit der Vorbereitung, dann schau dir zuerst das Video an, bevor du dann wieder zu diesem Video zurückkommst. Ich habe hier an manchen Nägeln noch ganz minimal Material auf den Nägeln, aber das Ganze so dünn, dass es quasi keine Auswirkung hat und es jetzt quasi wie eine neue Naturnagelverstärkung ist. Bei einer Naturnagelverstärkung wird rein nur mit dem Naturnagel gearbeitet. Das bedeutet, es kommt zwar Gel drauf, aber wir verlängern eben nichts. Hierbei ist es auch egal, wie lang die Naturnägel sind. Wenn nichts verlängert wird, ist und bleibt die Modellage in der Kategorie Naturnagelverstärkung. Heißt also, wenn die Leute von einer Neumodellage sprechen, ist eigentlich eine Modellage mit Verlängerung gemeint. Bei einer Naturnagelverstärkung hingegen wird eben, wie gerade gesagt, nur mit dem Naturnagel und der vorhandenen Länge gearbeitet. Ich möchte hier aber betonen, dass auch eine Naturnagelverstärkung dennoch eine Kunstnagelmodellage ist, also sprich unecht. Nur weil der Naturnagel drunter sitzt, bedeutet das eben nicht, dass dies dann die echten bzw. die eigenen Nägel sind, welche man dort eben, ich sag mal, züchtet, denn ohne das Material würden die Nägel wahrscheinlich gar nicht so gleichmäßig und akkurat in Länge und Form sein. Auch bei der Naturnagelverstärkung ist nach dem Vorbereiten des Naturnagels der erste Schritt, dass du dir die Nägel anschaust und erstmal bestimmst, ob du normale, trockene oder feuchte Nägel vor dir hast. Demnach musst du dann eben deinen Arbeitsablauf und auch deine Materialwahl bestimmen. Ich zum Beispiel habe hier ganz normale Naturnägel, welche weder zu trocken noch zu feucht sind. Das heißt, ich kann direkt mit dem Haftgel anfangen und muss eben nicht noch etwas anderes zur Vorbereitung auftragen. Der nächste Schritt ist dann zu schauen, was für eine Naturnagelart du hast, sprich ob sie gerade wachsen, eher zur Kralle neigen oder eine Tendenz zum Himmelfahrtsnagel haben. Demnach entscheidest du dann nämlich den Stil, in dem du arbeitest. Bei der Naturnagelverstärkung arbeitet man eben in der Regel dem Naturnagel nach. Heißt, hast du einen geraden Naturnagel mit Tunnel, dann kannst du eher im New-Style arbeiten. Hast du eher einen Nagel, der zur Kralle tendiert und eine ausgeprägtere Wölbung in der Nageloberfläche hat, arbeitest du eher im Oldschool. Bei einem Himmelfahrtsnagel musst du das Ganze auskorrigieren und die Art ist eigentlich noch mit die schwerste, worauf ich jetzt hier auch nicht eingehen möchte, denn das ist ein bisschen komplizierter. Wenn du das alles bestimmt hast, kommt dann der Haftgelauftrag. Das Haftgel wird dünn auf den Nagel aufgetragen und eben je nach Produkt leicht einmassiert. Achte hierbei darauf, dass du überall, wo auch Nagel ist, Produkt aufträgst. Das bedeutet, du gehst bitte so nah an den Rand und die Seiten, dass du alles an Nagel triffst, aber eben ohne die Haut zu berühren. Das Haftgel hat hier die Aufgabe, die Verbindung zwischen dem Naturnagel und dem folgenden Aufbaugel zu schaffen, sodass die Modellage gut halten kann. Im Anschluss wird dann nochmal kontrolliert, ob auch überall Produkt ist und dann wird das Haftgel ausgehärtet. Danach wird das Aufbaumaterial bestimmt und da musst du halt schauen, wie stark die Nägel beansprucht werden. Ich habe hier zum Beispiel eine Kundin, welche ihre Nägel beruflich sehr stark beansprucht und aktuell in einer Insulineinstellung ist, wodurch die Nägel tatsächlich im Moment eher nicht so gut halten, was sie vorher immer getan haben. Daher verwende bzw. probiere ich jetzt heute Fiberglasgel. Eigentlich verwende ich Fiberglasgel bei kurzen Nägeln nicht, da man ein Fiberglasgel grundsätzlich etwas dicker auftragen sollte, da es eben sehr hart und sehr starr ist und dann gern mal vom Naturnagel abplatzen kann. Hier möchte ich es dennoch einmal testen, da wir eben hier eine bessere Haltbarkeit erzielen müssen und ja, ich das mal so rum ausprobieren wollte. Daher verwende ich hier heute also das Fiber Brilliant von Fingerspitzengefühl. Sie hat das neu im Sortiment und ich liebe es einfach. Es hat eine schöne Konsistenz zum Modellieren, wie ich finde, und vor allem das Feilen ist halt einfach echt ein Traum. Das hat auch so leichte Schimmerpartikel mit drin und sieht daher, wie ich finde, halt auch noch super schön aus. Das gibt es in 3 verschiedenen Farben. Ich verlinke dir die 3 mal in der Infobox, wenn dich das interessiert. Letztlich ist das hier aber kein Maßstab, heißt also, nur weil ich jetzt ein Fiberglasgel bei kurzen
Nägeln oder bei diesen Nägeln verwende, bedeutet das nicht, dass du auch eins verwenden musst. Schau da einfach, was bei dir am besten funktioniert und womit du ein gutes Tragegefühl hast. Für den Aufbau lackiere ich mir immer erst eine dünne Schicht mit dem Gel auf den Nagel. Das hilft, das Material gleich einfach besser zu verteilen. Diese Schicht wird eben gleichmäßig auflackiert und nicht ausgehärtet, sondern dann kommt direkt das Aufbaubällchen. Dieses setze ich mir immer im Apex-Bereich ab und verteile es mir dann erstmal zu den Rändern und Seiten. Dann wird das Material nur über die Mitte hin nach vorn aufgebaut. Wenn ich merke, dass ich zu wenig Material habe, nehme ich mir einfach noch etwas nach, aber ich versuche in der Regel mit nicht so viel Produkt zu arbeiten, sondern schon mit so viel Produkt, wie ich auch in etwa brauche, damit ich einfach gleich nicht mehr so viel feilen muss. Ich verlinke dir hier aber auch nochmal ein Video, wo ich dir meine Aufbauschritte genau erklärt habe. Dann schaue ich grundsätzlich immer nochmal von der Seite und korrigiere mir, wenn nötig, die Oberfläche noch etwas aus. Du siehst halt auch, das Gel zieht sich super schön glatt und daher mag ich das halt sehr, um kurze oder kürzere Nägel zu modellieren. Es ist aber so, dass das Gel halt schon irgendwann fließt. Daher empfehle ich zum Beispiel, wenn du noch langsamer im Modellieren bist, Finger für Finger aufzubauen und dann eben immer zwischenzuhärten, bevor du eben dann zum nächsten Finger gehst, damit du eben nicht Gefahr läufst, dass dir das Material in die Ränder läuft. Denn das Material darf hierbei die Haut eben nicht berühren, das ist ganz wichtig, da du sonst eben Liftings bekommst und deine Modellage nicht halten wird. Daher geh hier immer konzentriert vor. Ich arbeite jetzt hier einen Mix aus New Style und Old School, da ich recht gerade Naturnägel mit einem schon recht ausgeprägteren Naturtunnel habe. Heißt, mein Apex sitzt ungefähr im oberen Drittel des Nagels und von dort aus geht der Nagel recht gerade heraus. Da es hier aber eine Naturnagelverstärkung ist, wird der New Style einfach nicht zu 100% perfekt. Daher wird meine Kontur gleich minimal abfallen zur Spitze hin, damit das Ganze noch ein natürliches Ergebnis gibt. Und natürlich, damit auch die Spitze nicht zu dick ist. Bei einer Naturnagelverstärkung auf trockenen Nägeln zum Beispiel solltest du darauf achten, dass du die Nagelspitze mit Material ummantelst. Oder eine weitere Möglichkeit wäre, die ich halt auch eher bevorzuge, die Spitze minimal dicker aufzubauen und die Spitze des Naturnagels dann von unten leicht auszufräsen. Bei trockenen Nägeln läuft man gern mal die Gefahr, dass sich das Material vom Nagel vorn an der Spitze löst und die Modellage so eben auch nicht hält, und so kannst du das Ganze eben umgehen. Die Schritte sind also immer dieselben vom Aufbau her, nur dass hier bei der Verstärkung eben das Verlängern wegfällt. Und wenn der Aufbau fertig ist, wird das Ganze einmal ausgehärtet. Dann werden die Nägel wie gewohnt gecleanert, damit eben gefeilt werden kann. Ja, und jetzt kommen die ganz normalen Feilschritte. Als erstes musst du dir hier Finger für Finger anschauen. Also bevor du anfängst zu feilen, schaust du dir den Finger, den du feilen möchtest, einmal an, damit du eben siehst, wie du modelliert hast, wo du vielleicht mehr feilen musst, wo weniger und so weiter. Und dann geht es wie immer die Feilschritte durch. Ich begradige mir erst die eine Seite, wenn dies sein muss. Dann gehe ich hier jetzt in dem Fall direkt zur Oberfläche über und begradige sowie glätte mir diese auch. Dann die Seiten und dann befeile ich mir den Nagelrand. Zum Schluss werde ich dann noch die Form etwas korrigieren, wenn ich es muss, und schaue mir den Nagel nochmal von allen Seiten an, ob ich noch irgendwo etwas befeilen muss. Beim Feilen ist es halt super wichtig, dass du den Nagel nicht nur von oben, sondern auch von der Seite und von vorn betrachtest. Dabei macht es keinen Unterschied, ob du eine Verstärkung oder eine Neumodellage arbeitest. Es ist immer wichtig, den Nagel von allen Seiten zu betrachten. Beim Feilen selbst befeilst du nur den Stil, den du dir vormodelliert hast. Daher ist es eben auch wichtig, dass du weißt, welchen Stil du arbeitest. Der Oldschool wird immer gleich gefeilt und der New Style wird auch immer gleich befeilt. Hier ist nur zu unterscheiden, wie du heute modelliert hast und wie viel oder wenig du demnach feilen musst. Ja, und fertig ist dann einmal die Naturnagelverstärkung. Im Grunde könntest du jetzt natürlich noch Farbe auftragen und die Versiegelung muss auch noch sein, aber so vom Grundbau ist die Verstärkung nun fertig. Ich hoffe wie immer, dass dir das Video geholfen und gefallen hat. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Sue.